Hamburg City, Headquarter, Cholet Tischtennisschule. Mein Name ist Simon Moschall. Wir kümmern uns heute um deine kurzen Rückschläge. Wann man gegen den Schnitt geht, wann man mit dem Schnitt geht, wann man den Ball in der aufsteigenden Phase nimmt, in der fallenden Phase. Und wir haben auch noch einen Tipp für euch, falls ihr auf dem Weg seid, Richtung Bundesliga oder Richtung Nationalmannschaft. Wir drehen den Hahn auf. Let's go! Häufig ist es so, dass Leute echt überrascht sind, wenn der Ball kurz kommt, die nach vorne gehen, vielleicht das noch einigermaßen kontrolliert, aber dann zu hoch rausgehen und ihr habt eine gute Möglichkeit, den nächsten Punkt zu machen. Kurzlegen machen wir auf kurze oder halblange Aufschläge und nicht auf lange Aufschläge, und wir machen das auch nicht, wenn wir ein Schupfduell haben und schupfen und dann plötzlich mal wie im Tennis einen Stop spielen wollen. Ganz grundsätzlich, wann wollen wir eigentlich den Ball treffen? Entweder in der aufsteigenden Phase oder in der fallenden Phase. Der Grund, warum wir den Ball in der aufsteigenden Phase nehmen wollen, ist, wir wollen die Energie, die der Ball hat, und das Tempo nutzen, um das umzuwandeln in einen Unterschnitt, dass der Ball flach bleibt. Hier haben wir gut gesehen, der Ball geht hoch, wir gehen ran, der Ball bleibt flach, wir haben Unterschnitt produziert und wir haben einen schön kurz gelegten Ball. Was wir nicht machen dürfen ist, wir warten, bis der Ball am höchsten Punkt ist. Der Ball hat weniger Tempo, weniger Energie und weniger Spin. Und jetzt müssen wir mit eigenem Druck Rotation in den Ball geben und der Ball geht hoch. Ich mache es einmal vor. Ball ist oben, Gegner ballert durch, das wollen wir nicht. Also früh treffen und schön den Ball mit Unterschnitt kurz spielen. Was macht eigentlich unser Arm während des ganzen Prozesses? Nicht viel. Denn wir wollen eine ruhige Armbewegung und sehr kontrollierte Armbewegung haben. Und wir wollen den Ball ja kurz legen. Häufig habe ich das im Training, dass Leute den Ball kurz spielen wollen. Und zwar aus dem Arm, wenn sie noch nicht so häufig bei uns waren. Die spielen dann den Ball kurz und machen eine große Armbewegung. Und dadurch wird der Schlag unkontrolliert. Es ist wichtig, dass euer Arm dicht oder relativ dicht am Körper ist und ihr nicht mit einem gestreckten Arm arbeitet. Hier haben wir wenig Gefühl, hier haben wir deutlich mehr Gefühl. Das heißt, wenn ich jetzt nach vorne gehe, muss ich auch einen guten Schritt unter den Tisch machen und mit dem Oberkörper vor allen Dingen auch dicht an den Ball rangehen. Und jetzt können wir hier schön arbeiten, sowohl mit der Rückhand als auch mit der Vorhand. Gestreckter Arm ist ein Problem. Ihr könnt ja mal nachher nach Hause gehen oder vielleicht seid ihr auch zu Hause und mal so irgendwie versuchen, eine Tür aufzuschließen. Das funktioniert nicht gut. Und woher bekommen wir die Energie? Richtig, die Energie holen wir aus den Beinen und aus dem frühen Balltreffpunkt. Das heißt, wir haben den frühen Balltreffpunkt, da kriegen wir Energie her, und wir nutzen unsere Beine. Bei mir als Rechtshänder das rechte Bein, das geht mit einem kontrollierten Arm nach vorne und wir haben einen kontrollierten Schwung nach vorne und dadurch können wir schön den Ball kurz legen. Die kontrollierte Bewegung ist enorm wichtig für einen kontrollierten, kurzgelegten Rückschlag. Denn wenn wir jetzt in der Grundstellung stehen und zu schnell oder zu aggressiv oder fallend nach vorne gehen, haben wir keine Kontrolle. Ich sehe es häufig, dass Leute in der Grundstellung stehen und jetzt mit einer fallenden Bewegung Richtung Ball gehen, um den Ball noch einen mitzugeben. Ihr natürlich nicht, das ist klar, was erzähle ich hier, ne? Das ist ja logisch, aber ich erkläre das für andere aus dem Verein. Beim kurzgelegten Ball ist das eine absolute Katastrophe und dann gepaart noch vielleicht mit ein bisschen Handgelenkseinsatz führt dazu, dass der Ball nicht kurz wird, sondern lang. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile für dich, tief zu stehen, tief nach vorne zu gehen und das Ganze schön kontrolliert.
Ihr müsst locker sein. Egal, wo ihr gerade sitzt oder steht oder wo ihr euch das Video anguckt, ihr müsst schön locker sein bei dem Rückschlag. Denn wenn wir so verkrampft sind und das Ding hier so halten, seht ihr, dann fliegt der Ball nicht mal mehr auf das Schlägerblatt, sondern direkt gegen den Daumen und ihr macht nur blöde Rückschläge. Ihr müsst schön locker sein, damit ihr noch weniger Tempo habt und der Ball schön kurz bleibt. Gehen wir gegen den Schnitt oder gehen wir mit dem Schnitt beim kurzgelegten Ball? Kleine Frage für dich, kannst du mal überlegen. Und du kannst natürlich auch überlegen, ob du direkt dein Handy in die Hand nimmst, deinen kurzen Rückschlag verbessern möchtest oder deinen Rückhand-Topspin, Vorhand-Topspin, einen gefährlichen Aufschlag üben möchtest. All das kannst du hier bei uns in der Tischtennisschule Cholley machen, mit mir oder mit einem aus dem Trainerteam. Wir sind sehr versiert da drin, dich auf nächste Level zu bringen. Sag Bescheid, ruf uns an und dann geben wir Gas. Ja! Cholley! Ihr alle kennt doch wahrscheinlich dieses Phänomen. Wir gehen mit einer Schnittrichtung rein und ohne was zu machen, bam, katapultiert der Ball wunderbar gerade hoch. Gehen wir mit dem Schnitt, haben wir deutlich weniger Tempo im Ball, aber es ist auch deutlich schwieriger zu kontrollieren. Weniger Tempo, mehr Tempo. Und das müssen wir für unseren kurzgelegten Rückschlag nutzen. Das heißt für euch, schlägt jemand mit viel Spinat, mit viel Musik auf, wollen wir keinen Katapulteffekt haben, sondern wir wollen mit dem Schnitt rangehen. Schlägt jemand leerer auf gegen uns, können wir auch gut gegen den Schnitt gehen und wir kriegen gut einen kurzgelegten Ball hin. Also mit viel Schnitt, mitnehmen, kommt sehr wenig Schnitt, gegen den Ball gehen. Es kann sein, dass es für euch natürlich einfacher ist, wenn sich jemand für den erste Phase Aufschlag so hinstellt und ihr das Gefühl habt, okay, wenn der Ball kommt, egal ob jetzt mit viel Schnitt oder wenig Schnitt, gehe ich immer mit dem Schnitt und nehme immer den Schnitt mit. Probiert das aus, aber so oder so werdet ihr besser kurz legen. Thema Schlägerwinkel. Na klar, je mehr Unterschnitt auf uns zukommt, desto flacher müssen wir den Schläger halten. Je mehr Seitschnitt, je mehr Seitüberschnitt, je mehr der Ball auch leer auf uns zukommt, desto mehr müssen wir den Schlägerwinkel schließen, wenn wir an die Bälle rangehen. Sowohl mit der Rückhand als auch mit der Vorhand versucht das Schlägerblatt gerade zeigen zu lassen. Hat mehrere Vorteile. Einmal, der Gegner weiß nicht genau, wohin spiele ich den Ball. Und das Zweite ist, dass wir von hier gut seitlich an den Ball gehen können, um mit dem Schnitt zu gehen und wenig Tempo zu haben. Wir haben jetzt ein großes Problem. Nehmen wir Standardaufschlag Nummer 1. Jemand stellt sich so hin, schlägt so rum auf mit der ersten Phase und ihr wollt jetzt mit der Vorhand mit dem Schnitt gehen. Merkt ihr das Problem? Also, wenn wir mit dem Schnitt gehen, müssen wir so rangehen. Sieht das gesund und natürlich aus? Nein. Und das macht das Ganze so schwierig. Mein Tipp für euch, wenn ihr Rückschläge mit der Vorhand spielt und ihr so rum rangehen müsst, nicht den hier machen, das habe ich nämlich auch schon gesehen, dass Leute sagen, ja, kein Problem, mache ich so, sondern die Schulter absenken, dadurch kriegt ihr hier automatisch einen besseren Winkel hin. Zack, kommt ihr automatisch so ran und ihr könnt so den Ball besser mit Seitunterschnitt mitnehmen. Was machen wir eigentlich, wenn jemand leer aufschlägt oder mit Seitüber?
Wir müssen die Schlagebene ändern. Wir haben jetzt vieles geklärt, wie wir richtig an den Ball rangehen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Schlagebene leicht von oben nach unten spielen und nicht mehr zu viel von hinten nach vorne. Sprich, zack und nicht mehr zack. Wir können jetzt super in der aufsteigenden Phase den Ball kurz legen. Wenn ihr noch mehr wollt, Richtung Profi-Level, dann macht ihr noch eine ganz kleine Arm- und Hackbewegung, zack, mit dazu. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Handgelenk. Ihr merkt es auch manchmal, das darf ich jetzt hier nicht auf dem Tisch machen, weil ich sonst Ärger bekomme, dass Leute so leicht auf dem auf dem Tisch hacken. Das ist meistens, wenn sie den Ball so ein bisschen nach unten spielen wollen, eine kurze, explosive, wir klären jetzt nicht, ob das legal ist oder nicht, aber eine kurze, explosive Bewegung, zack, nach unten, hilft euch, um leere oder Seitschnitt oder gerade auch Seitüberschnittbälle kurz zu halten. Das war natürlich aber nicht den Tipp, auf den jetzt alle warten. Es gibt auch die Variante, kurz zurückzulegen in der fallenden Phase. Die Realität ist leider Gottes so, dass man gegen gute Aufschläger nicht weiß, kommt der kurz, kommt der halb lang, kommt der lang, kommt dann vorn, kommt dann Rückhand, welcher Schnitt kommt. So, wenn wir jetzt nur lernen, in der aufsteigenden Phase den Ball zu nehmen, ist das natürlich auch gut, aber die Spielrealität sieht doch das ein oder andere Mal anders aus. Und was machen wir denn dann? Das erste Wichtige ist, dass wir auch bei dieser Variante, wo wir den kurz legen wollen, genauso mit dem Schnitt gehen, wie auch mit der Bewegung aus der aufsteigenden Phase. Das heißt, wir gehen mit dem Schnitt. Jetzt, wir wollen, wenn der Ball fällt, den Ball treffen, dicht am Tisch. Das heißt nicht, der Ball fällt und hier oben, sondern wir wollen ihn unten treffen. Das ist eine Besonderheit, dass wir warten, bis der Ball wirklich fällt, dass wir den dicht an der Tischoberfläche treffen und auch hier, wie gesagt, mit dem Schnitt gehen, Schlägerwinkel ähnlich. Je mehr Unterschnitt drin ist, desto flacher müssen wir den halten. Je mehr Seitschnitt in dem Ball drin ist, desto schräger müssen wir ihn halten. Und so können wir schön mit dem Schnitt gehen und den Ball gut kurz legen. Ja. Geil, Mann. Das Video war super. Jetzt geht's richtig rund hier. Problem. Der Ausschlag kommt, ihr lasst euch ein bisschen Zeit, ihr wollt den Ball in der fallenden Phase treffen und jetzt merkt ihr, oh, ich sehe ja den Stempel und der Aufschlag ist ja leer. Was machen wir jetzt? Und da müssen wir gucken, dass wir eine eigene kontrollierte Bewegung, eine sehr feine Bewegung hinbekommen, dass wir den Ball ganz dünn treffen, einen kleinen Impuls mitgeben, sodass wir einen Unterschnitt produzieren können und wir den Ball immer noch gut kurz ablegen können. Wann setzen wir das Ganze eigentlich im Spiel ein? Es steht 0-0. Euer Gegner ist bereit. Ist das die beste Variante, um jetzt kurz zu legen? Klar, ist geil, aber ich würde euch sagen, wartet ein bisschen ab, damit ihr sehen könnt, was für Bewegungen macht der Gegner, was für Aufschläge kommen da, um besser gut kurz zu legen. Weil je früher wir an den Ball gehen, wenn wir den Ball früh nehmen wollen, desto mehr müssen wir auch gut einschätzen können, was da für ein Schnitt ist, weil es ist halt noch sehr viel Schnitt im Ball. Und deswegen mein Tipp an euch, wartet ein bisschen im Spiel ab, dass ihr so ein bisschen Spielgefühl habt und legt dann gut und gefährlich kurz. Ja! So, wie spiele ich eigentlich nach einem geilen, kurz gelegten Ball weiter? Bis zu einer gewissen Spielstärke. Kriegt ihr einen Rückschlag, der kommt in dieses Feld und wird weder gefährlich sein, noch kurz, noch lang aggressiv, sondern wird so ein Ei sein, Mitteltisch, was man sehr gut anziehen kann. Nehmt eure Schokoladenseite, holt einmal Schwung und feuert das Ding ab.
Natürlich gut platziert und auf dem Tisch. Das ist relativ einfach, der Spielzug, und das kann man eigentlich ganz gut anwenden, dass man einen guten kurzgelegten Ball nimmt und sich dann fokussiert. Und mit einer Beinarbeit kann man auch viel vom Tisch abdecken. Und wenn dann wirklich einer aggressiv spielt und wirklich lang raus oder nochmal kurz legen, ja gut, dann reagieren wir halt da drauf. Oder wir haben halt den einen Punkt nicht gemacht, aber gegen viele andere haben wir den Punkt gemacht. Die Realität sieht aus, selbst in der Regionalliga oder sonst wo, Aufschlag, einer legt kurz, der andere ist ein bisschen spät dran, versucht vielleicht noch mal kurz zu legen. Der Ball ist ein bisschen hoch, ein bisschen halblang und man kann sofort auf den Ball raufgehen. Bleibt am Tisch, seid aggressiv und nehmt eure Schokoladenseite und kachelt das Ding durch. Ja. Ja. Das heißt natürlich auch für euch, dass ihr das super trainieren könnt. Beispielsweise, ihr macht einen kurzen Aufschlag, der Gegner soll kurz liegen oder euer Trainingspartner. Ist der Ball lang, zieht ihr das Ding an oder hoch. Ist der Ball kurz, versucht ihr erstmal die Handlung zu ändern, nicht zu attackieren, sondern den Ball lang aggressiv zu spielen. Super Übung. Oder ihr sagt, okay, ist er lang, ziehe ich an, ist er kurz, lege ich ihn noch mal kurz ab oder ich spiele lang aggressiv. Ne, das heißt, ihr trainiert genau das, was passiert, wenn ein kurzer Rückschlag auf euch zukommt. Ist er halb lang, könnt ihr anziehen. Ist er kurz, lang aggressiv in die Ecken oder auf den Wechselpunkt oder kurz wieder ablegen. Falls ihr das nicht im Training machen solltet, solltet ihr das häufiger mal machen. Kurz, kurz. Könnt auch erst mal vorne bleiben, Ball früh treffen, haben wir alles geklärt. Und ein bisschen kurz trainieren. Und jetzt kommen wir zu dem Tipp, auf den ihr vielleicht schon gewartet habt. Wir haben diese Spielsituation, ich mache einen Aufschlag, Gegner legt kurz, weil das unser Spielniveau ist oder unser Gegner hat das Video gesehen. Und jetzt ist ein häufiges Problem, dass Leute versuchen, nochmal kurz zu legen und der Ball ein bisschen steigt, ein bisschen lang wird und was bekommen wir um die Ohren? Eine Rakete. Wie spielen wir kurz auf einen kurz gelegten Ball? Zwei Möglichkeiten habt ihr. Variante 1, ihr lasst den Ball ein bisschen kommen und geht durch, bisschen dünner treffen, um den Ball noch mal kurz zu legen. Jetzt kommt, wie legt ihr kurz, wenn der Ball kurz gelegt wird, am höchsten Punkt. Wenn wir jetzt so rangehen, steigt er ein bisschen und wir gehen den Ball sammeln. Wollen wir nicht. Was wir wollen ist, dass ihr schräg an den Ball geht und so den Ball flach lasst. Wenn wir schräg rangehen, halten wir den Ball auf der Ebene und wir können gut kurz legen. Und jetzt hat der andere ein Riesenproblem, denn er legt kurz oder sie. Wir spielen so nochmal kurz zurück. Es ist nicht viel Schnitt im Ball. Die meisten gehen so rum ran und ihr habt einen hohen Ball. Na, und man muss jetzt erstmal damit klarkommen, kurz gelegt und es wird nochmal gut kurz gelegt. Und damit könnt ihr sehr, sehr viele Punkte sammeln. Also, Schläger, so rum ran, gut flach nochmal kurz legen und dann sagen, Tscholli! Leute, Platzierungstipp für euch. Was machen viele Leute falsch? Die legen kurz, haben auch zugehört, na, mit dem Schnitt, vielleicht auch mal gegen den Schnitt und legen aber häufig Safety First in diesem mittleren Bereich kurz. Das macht es für den Gegner relativ einfach zu wissen, okay, ich kriege den Ball Mitte Tisch, man kann sich für eine Seite entscheiden und durchjagen. Für euch wichtig, versucht die Ecken auch zu nutzen. Das heißt, kurzer Rückschlag beispielsweise in die Vorhand. Wenn ihr einen Rückschlag bekommt, der so ist, super schwierig, was will man da machen? Ne? Na klar, vielleicht einen schönen Rollo oder so einen halben über den Tisch, aber ansonsten super schwierig zurückzuspielen, selbst wenn der hier runterfällt und offiziell nicht mehr kurz ist. Klassische Variante, kurz Vorhand, lang Rückhand, schwierig für den Gegner. Der Ball kurz in Rückhand, auch hier, die meisten Leute gehen gerade nach vorne. Wenn Sie den Ball tief in der Rückhand haben, schieben Sie mit dem Arm raus. Auch hier gibt es Probleme mit dem Rückschlag. Super schwierig. Wenn ich nicht weiß, da oder da und ihr spielt jetzt den Ball kurz in Mitte,
Mehrere Probleme. Ich weiß nicht, nehme ich Vorhand, nehme ich Rückhand, weil ja mal da und da zurückgeschlagen wurde. Ich weiß nicht, ist der kurz, ist der lang, selbst wenn der vielleicht ein bisschen lang rausspringt, schwierig, den Ball zurückzuspielen. Also es hat super Vorteile, kurz in die Vorhand zurückzuschlagen, kurz in die Rückhand zurückzuschlagen, auch wirklich Richtung Linie zu spielen. Muss nicht ganz genau auf der Linie sein, aber schön kurz und in die Ecken. Gut für euch, schlecht für den Gegner und das wollen wir haben, oder? Leute, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber mir liegt wirklich viel am Herzen, dass nicht nur die Leute, die hier zur Tischtennisschule nach Hamburg kommen, besser werden, sondern ihr auch Tipps mitnehmt, egal in Deutschland, Österreich, Schweiz, weltweit, wo ihr gerade seid. Legt sofort gut kurz, spielt gefährliche Bälle. Adios, amigos!